Hello, 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 meine Freunde. Na, wie geht es euch? Alles gut? Geht's euch gut an diesem wunderbaren Donnerstag? Ich glaube, heute ist Donnerstag, ja. Hi. Hi, hi. Moment, wenn ich so mache. Hi. Moment, das Vorlesungsding muss noch weg. Textbox 2? Textbox 2. Hi. Na, ich muss immer nach da gucken, weil da mein Monitor ist, wo ich das Streaming-Programm auf habe. Denn wir wollen ja heute ein bisschen zocken. Hi, guten Morgen. Ich wechsle einfach schon mal direkt rüber. Ich werde nicht lange labern. Wir sind hier, um heute Genshin Impact zu spielen. Und zwar ist es so, dass ich ab dem Wochenende für ein paar Wochen nicht mehr in Köln sein werde, wie das meistens so der Fall ist. Und ich möchte aber unbedingt noch das Lantern Ride Event in Genshin Impact spielen. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, keine Ahnung. Ich habe das zwar die letzten Jahre gespielt, aber weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. Und ja, ich habe jetzt irgendwie 2-3 Tage Zeit, um noch zu streamen. Und das machen wir auf jeden Fall fertig. Und als ich das letzte Mal Genshin gestreamt habe, haben wir ein bisschen Main Story gemacht. Und ich habe seitdem die Main Story auch nicht weitergespielt. Deshalb, wenn wir mit dem Lantern Ride durch sind, könnten wir das halt auch noch machen. Das ist so ein bisschen mein Plan, was jetzt so abgehen wird und sollte. Und ich switche einmal rüber zu... Moment, ich mache erst die Musik aus. So, dann switchen wir einmal rüber. La la la, la la la. Haha, wunderbar. Jetzt muss ich uns nur noch ein bisschen Musik anmachen. So. Jetzt ist halt die Frage, ob das für euch zu laut ist oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Ich versuche mal so ein bisschen im Blick zu haben. Ich hole mal meine ganzen Rewards hier ab. Denn, wie immer, ich benutze die App von miHoYo. Hoyo Lab? Hoyo Lab heißt sie mittlerweile, glaube ich. Oder Hoyo. Früher, keine Ahnung. Die das produzieren. Es gibt eine App. Und da kann man sich jeden Tag anmelden. Und das mache ich immer. Und genau, Hoyo Lab. So. Und den kriegt man so Kram. Und dann gibt es noch so ein Web-Event. Das mache ich aber irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den Kram habe ich jetzt. So. Habe ich irgendwas verpasst? Bestimmt. Ich habe mich total geärgert. Denn es gibt aktuell May Fortune Find You. Es gibt Login-Boni aktuell. Und ich bin halt, heute ist Donnerstag. Das heißt Freitag, Samstag, Sonntag. Und am Sonntag fahre ich in die Heimat. Und das heißt, ich muss halt entweder gucken, ob ich Genshin auf meinem kleinen Tablet zum Laufen kriege, dass ich mir hier die 5 Intertwined Fate noch abholen kann. Oder ich muss halt drauf verzichten. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Und es ist alles nicht ganz optimal gelaufen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. So, ich muss es mir hier erstmal ein bisschen gemütlich machen, damit ihr mich überhaupt richtig sehen könnt. So und so. Und ich hoffe, ihr hört nicht so viel Mausklicken und sowas. Und ich hoffe, das ist jetzt alles so in Ordnung, wie ich mir das vorgestellt habe. So, wir sind aktuell im Mondstadt. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Battle Pass, okay. Das ist nicht so spannend. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich habe sehr viele Quests. Oh boy. Waren das schon immer so viele? Ich habe das Gefühl, dass jetzt noch einiges dazugekommen. Hier. Vibrant Harriers Loved in Spring Breeze. 17 Tage geht es noch. Ich hoffe, wir können das machen. Ja, okay. Ab nach Liyue, meine Freunde. Ich freue mich. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Ha. Lantern Ride ist jedes Jahr richtig toll. Und ich meine, das ist jetzt auch schon das 4. Ich glaube, es ist das 4. Lantern Ride, ja. Also richtig, richtig gut. Ich freue mich. Moment, ich kann das für mich, glaube ich, noch ein bisschen lauter machen. Ohne, dass es euch die Ohren wegballert. Das ist zumindest der Plan. Ich mache es mir hier auch ein bisschen... Moment. Ich habe hier nämlich noch meine Heizdecke rumfliegen. Dann kann ich die ja einfach mal hier drüben hinpacken. So und so.
Mein Stuhl ist irgendwie so. Wir haben es gleich, ich verspreche es. So und so. Das ist besser. So, ich glaube, so kriegen wir das hin. Okay, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Nice to see you again, Traveler and Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? Well, yes. And it seems you haven't heard yet. The theme of this year's Lantern Rite is kites. Sehr cool. That's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Rite should change in turn. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. So, Ningguang organized a private meeting with Miss Charlotte to ask for her help in fostering cooperation with the right people. Das ist ziemlich cool. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. That sounds awesome. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. Wie süß das gemacht ist. Oh mein Gott. Ich lieb's. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Oh, sie haben Ningguang falsch geschrieben. Das habe ich schon auf Twitter gesehen, dass sich alle aufgeregt haben, dass sie Ningguang falsch geschrieben haben. They're not exactly toys. You see, Miss Kuching, that does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true in sound, a lone traveler wanders, just awaiting to be found." Kommt da noch was? Oh, da fehlt es. Da fehlt die Sounddatei. In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing, or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. For example, whenever a kite blew away, people would say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way,
You can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. My grandfather told me that back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Fascinating. What else can you tell me? The scissor-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors. Ich dachte erst, es wäre ein Fisch. Oh no. Commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That would be a huge help! Great! Looks like I've got the outline for quite the article on my hands. Hope it goes well. Perfect! We're gonna take a look around. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. Ich weiß gar nicht, wo ihr Home ist. Haben wir das jemals gesehen? Hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. Ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. Oh, basteln wir uns ein Kite? Their kite, the highest and furthest within the time limit, will receive a special honor along with a secret prize. Ein Secret Prize. Already prepared Das ist immer gut. more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. We'll be there. Oh, Paimon was on board the moment you said secret prize. I look forward to seeing your performance. You bet! See you then! Wait, Trevor? Take a peek to your right. Do you see those two people lurking over there? Yeah, I see them. Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Ich wusste, dass die suspicious sind. They seem fishy. I agree. Right, so it wasn't just Paimon. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. Oh no, nachher machen die nicht mal was. Oh Gott, wait, Paimon! The Orioles bask in spring, the heavens present as spices. So, bevor wir das aber machen, möchte ich mal ganz kurz zum Controller switchen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe den hier sogar einfach liegen. Irgendwo. Ah, ja, theoretisch könnte das möglich sein. Durchaus. Wenn ich mich irgendwo festhänge. Oh Gott. Ah. Haha. So. Denn, gerade wenn das so storylastig ist es, glaube ich, cooler, das mit dem Controller zu spielen. Oh. Die Frage ist, ob das funktioniert, wenn ich jetzt so mache. Es scheint zu funktionieren. Moment, Settings. Key Bindings. Shortcut Wheel. Warte mal. Graphics, Audio, nee. Resources, Minimap. Controls. Control Type. So. Okay.
Leave. Aha, aha. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, meine Freunde. Das macht mich sehr glücklich, weil dann kann ich es mir nämlich ein bisschen gemütlicher machen. Und dann hocke ich mich hier einfach hin und dann kann ich einfach so spielen. Oh mein Gott, ich weiß zwar nicht. Okay, Attack. Ja, kriegen wir. Oh, okay. Ja, nee, alles gut. Kriegen wir hin. It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Wir haben noch nie mal was gesagt. This buddy daddy come from? You should be the one doing the enlightening, buddy. Der hat schon so eine Strähne. Tell you we're up to no good. Tell us everything, starting with your name. One betters no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Mooncarver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. Cover. So far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down here with the rest of us. You may want to hold your tongue. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me... Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big... Oh, die haben beide so eine suspicious Strähne. We'll go straight to the village Crazy. and have you arrested for impersonating a Adepti. Preposterous. Utterly preposterous. Perhaps you can prove it. Right. Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. You may recall that in order to preserve the tranquility of one's mountain, one planted karst crawlers around Mount Hulao. In fact, the seeds are one of Streetward Rambler's cultivars. Among all the Adepti, her horticultural skill is preeminent. The plant neither wilts nor withers, and its practical use is undeniable. Yet it does require quite the upkeep. After a while, one tires of the effort. Thus, one had no choice but to foray into town to inquire from Streetward Rambler a gentler and more easily managed variety. On your way, you were accosted by a group of youths, and without revealing your true form, were unable to extricate yourself of their presence. If one's memory serves, Streetward Rambler had to personally come to your rescue. How did you come into possession of such knowledge? The young lass, Yao Yao, keeps no secrets from Cloud Retainer. Alas, one can only let bygones be bygones. I suppose they really are the Adepti. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon sorry for suspecting you. But Kein Wunder, dass sie uns so angestarrt haben. forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? Take it as a compliment to the quality of your disguise. Few people will be able to see through it. You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. Paimon's still curious about something. It's just... Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? Die haben beide schon keinen Bock mehr. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day, she has failed to appear. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. One must never rest idle in the face of that which demands action. And since our acquaintances dwell in Liyue Harbor, we had to travel here in human form to avail ourselves of their aid, Cloud Retainers in this case.
But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. Huh. So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all Na, others. ist sie ein bisschen angepisst. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Sure, leave it to us. Okidoki. Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy lantern ride. Dann werden wir ihr wohl mal einen Besuch abstatten. We shall now depart. We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along. Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. Okay, gucken wir mal, was wir so kaufen können. Na, das war nicht richtig. Das ist richtig. Welcome! Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? Gerne. Ooh, a scissor tail swallow and a butterfly. Ah, this jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. Klingt gut. Oh, now that's Paimon's kind of kite. I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite-making materials. Wonderful! I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Yilong Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Ride. Paimon would love to go take a look. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? Ja! Is Yes! the guard you just mentioned? Yes! The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. Will help. We expect to be compensated. Of course. Hard work deserves ample rewards. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. Ach, wie cool. Ah, ich freue mich auf Gaming. Gibt es den eigentlich gerade zu Dingsen? Warte mal. Nee. So. Nee. Moment. Können wir nicht... Gibt es hier keinen Wish? Doch. Wie bin ich hier gelandet? No one knows. Nee, es gibt Nahida und hier sie. Janyun. Ah nee, aber Gaming ist auch mit bei. Okay, Gaming ist der 4-Sterne-Charakter. Crazy. Mein Gott, ich habe so viele Primos. Ich bin so absolut ready. So, jetzt darf ich mich nicht verklicken. Wie komme ich hier wieder weg? Damit? Nein, nicht damit.
Egal. Cool. Danke dafür. Really bring the Knights of Favonius with you next time. Richtig gut mit dem Controller zu spielen. Ach Mann. Ach, egal. Selbst schuld. Ah, guck mal, da ist doch schon der Kopf. I love it. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect, Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Elon Wharf. Oh, that must have been Longjo. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily. Ein Rematch. Was hatten sie? Ein Dance-Off? Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. Ging. Gerade so. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Ich wollte gerade sagen, die 3 Meter hätte auch selbst gehen können, oder? Making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Huh? You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please excuse Longjo if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? No worries. So, you here for Lantern Rite? Yep. It's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Elon Wharf and have a look around. Perfect. We'll go together then. I'm good with directions, Cool. so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, wie süß er ist. Good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order anything, and I promise you won't be disappointed. Order anything? Paimon seems to be drooling already. Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friends? Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends too. It just shows how close you are. Oh mein Gott, wie lieb er ist. You need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard after all. Okay, bevor wir loslaufen. Was passiert hier? Okay. Schauen wir mal kurz den Einspieler. Das sieht so schön aus, oh mein Gott. Oh mein Gott, warum sieht das so schön aus? Ah, a paper shadows of foraging. Geil. Kann ich hier gleich nochmal reingucken? Was ist das nächste? Joyful Beasts and their Spices? Not yet unlocked. Okay, okay. Aber können wir uns das gleich nochmal angucken? Ich hoffe. Ich würde nämlich einmal ganz kurz checken, ob mit meinem Stream alles klappt. Lasst mich mal ganz kurz mein Mikrofon muten. Ich gucke mal kurz rein, ob von dem Audio alles okay ist. Einen ganz kleinen Moment. Guess we can rest a bit.
Okay, ich habe das Spiel ein bisschen lauter gemacht. Ich glaube, ich würde es gleich nochmal ein bisschen nachchecken nach der nächsten Sequenz. Damit das auch alles richtig funktioniert. So, warte mal. Wir müssen jetzt hier in die Richtung, ne? Nein, müssen wir nicht. Go to Chenyu Vale, okay. Nein, doch, Map. So. Warte, wo wollen wir hin? Hier wollen wir hin. Oh Gott. Ich habe so lange nicht mehr mit Controller gespielt. Oh, nee. Als ob mir die Region fehlt. Als ob ich das nicht mitbekommen habe. What? Hä? Hä? Als ob ich das nicht mitbekommen habe. Was denn hier passiert? I can't. Wie kann ich ihn nochmal rauszoomen? So kann ich rauszoomen. Oh mein Gott, das ist das Ditto. Das hier hinten fehlt mir auch noch. Ey Leute, wie peinlich. Das geht ja gar nicht. Ja gut, dann müssen wir erstmal dahin. Wir haben einiges zu tun. Oh boy. So, Moment, kann ich das vielleicht sogar noch ein Stück lauter machen? Ich weiß nicht, ob es jetzt zu laut ist. Jetzt möchte das Spiel einfach nicht mehr. Okay. Mein Gott. What's happening? Warum laggt es? Corpse Rest? Warum laggt es so doll? Spiel, lag doch nicht so. Was ist das Problem? Mein Spiel hängt. Okay. Wer bist du denn? Welcome, one's name is Fujin, the local adeptus, and this is the tiny little teapot realm one calls home for now. Huh? We were still doing the delivery just now. How did we suddenly end up? I see. So the paper is used to make the kites, yes? I can feel festive fortune emanating from you. I hope that the sudden invitation will not ruin the fun. Huh? Well, happy lantern, right? That said, Primal's not sure this counts as an invitation, huh? We were the only ones brought here? Yes, my apologies for worrying your friend, but only the two of you have surpassing compatibility with the local spirit veins, which is why I should only invite us. Your names were carried here by the fish that swim, and I have thus long anticipated your visit. It is a pity that it is not quite convenient, else I would have invited you to a tea-tasting banquet. Speaking of which, I'm quite sorry, but I have a request to make of you. Okay. Thank you. I presume the two of you have heard of the tea village of Chenyu Vale. Chayong Village. Ach so, ich glaube, das ist eine andere Quest, die ich hätte mal machen sollen, oder? Land is famous for its cool, fragrant waters. People are of gentle character, and the pristine pebbles in its streams are exquisite. Precisely. The waters and soil of Chenyu Vale have begun to change recently, as the scent of its tea. Chayong Village will inevitably decline should this persist. One hopes that you two can resolve the disharmony of the soil and water on one's behalf. The water waves are spread across the mountains, but my power is no longer sufficient, nor is the present a good time for me to move about. Thus, I must rely on your kindness and aid. Well, this is a bit sudden, and we need to deliver some goods first. Also, we aren't exactly experts when it comes to dealing with soil and water. Is this a problem that the traveler can just fix with lots of violence? Just as I heard, you are quite direct. But fret not, you are clever by nature and should perceive clearly the difficulties you encounter. You can even perform your delivery first, it's no issue. Ja, okay, machen wir. Allow me to share some of the adeptal energy dwelling in the mortal world with you, to aid you in traversing the landscape and piercing the fog. Right, and it's nice to meet you. Huh? I mean, welcome to this place. I mean, welcome to Chenyu Vale. Also, happy lantern ride to you. Yes. Happy lantern ride. What do you mean, welcome? This is clearly a kidnapping. I'm really sorry, but I was quite looking forward to meeting you face to face, and was rather hoping you two would be
magnanimous enough to forgive the impropriety. Yes, now that you've been indwelled with my adeptal energy, things will become more convenient. Now please try the wonders of said energy for yourself. Machen wir mal. You may glimpse wondrous pearls of water scattered in the wilds of Chenyu Vale that have absorbed errant adeptal energy and now float. Use the adeptal energy granted by Fujin to briefly transform into a golden carp fish and enter them. Once you're inside the pearls of water, you can go anywhere you please, and you can hold the jump button to leap vertically. This way you can cross over the mountains and forests with ease, just like the golden carp fish. Okie dokie, let's go. Wir werden zum Carp. Moment, L1 und... Ja, nee, weiß ich jetzt nicht. Hä? Nee, das war's auch nicht. Mein L1. Ach so. Nee. Ach Leute. Das war's auch nicht. Also ich sehe den Fisch, aber ich kann ihn nicht benutzen. Kann ich den Fisch hier benutzen? Nein. Use your adaptal energy. Hä? Ach so, Moment, wenn ich da hingucke. Aha. Okay. Mein Gott. Hätte man sich denken können, aber egal. Warum leckt das alles so sehr? Ugh. Ja, Gumming. Das war ein bisschen strange hier alles. We were kidnapped, meine Freunde. Warte, wie sprinte ich? Nein. Nein. So. Erstmal einen Viewpoint mitnehmen. Oh Gott. Dieser Controller. Ich kann nicht mehr. Okay, alles wird gut. Wir kriegen das hin. Oh Gott, was bist du denn für ein Tier? Egal. So. The world opens itself before those with noble hearts. Cool. Ich bin ja jemand, grundsätzlich hole ich mir immer zuerst alle Teleports und alle Statuen, bevor ich die Story mache. Aber ich weiß nicht. Obwohl doch, wäre eigentlich schon cool, ne? Wenn ich jetzt dahin navigate, kriegen wir das hin? Ja, Statue, bla bla bla. Was braucht man hier? Nee. Okay. Es gehört wirklich noch zu Leo, ey. Das ist gut zu wissen. Lasst mich mal kurz hier so in die Richtung. Nee, da möchte ich nicht hin. Ich hole mir jetzt erst noch die Statue. Was ist das denn für ein witziger Vogel? Oh. Oh, was haben wir da? Was ist das blaue Teil? Müssen wir auch mal gucken. Ach, ich liebe es, neue Areas zu erforschen. Es wäre richtig süß, wenn die Luke jetzt nicht abkacken würde, weil ihm die Stamina ausgeht. Das wäre richtig cute. Das wäre richtig supi, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ja, warte mal. Ja. Weapons, nee. Hier. Food, Lala. Was gibt denn hier Stamina? Du gibst Stamina, oder? Nee, Restores. Du gibst Stamina. Decreases climbing sprint, la. Hier. Restores Stamina. Ja, hau rein. Decreases.
Ja, gut. Ja. Ich bin auch eine von denen. Ich benutze einfach dieses ganze Essenszeug nicht. Und eigentlich ist das total doof. Weil man damit voll viel reißen könnte. Gerade bei so Bossfights und so. Aber ich denke da einfach nie dran. Traurigerweise. Naja. Da oben ist schon so ein Dings, so ein Teleport. Holen wir uns den doch direkt. Oh, was seid ihr denn für süße Tierchen? Oh mein Gott. Hi. Hi. Cool. Gameplay to... Nee. Das überfordert mich. So, was passiert hier? Das ist so ein Koi-Ding. Was kann ich mit dir machen? Okay, hier ist auch so Teil. Ja, das mache ich vielleicht einfach mal wann anders. Wie wär's denn damit? Jade Cordon has been rest. Okay. Okay. Hier, das nehmen wir noch mit. Sehr cool. Hey. So, Moment. Wie läuft denn das hier nochmal? La 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 la. So. So. Oh, tschüss. Ist hier noch einer? Nee, doch, da. Magst du aus dem Baum rauskommen? Magst du nicht die Klippe runterfallen? Ach Leute, das ist ja alles doof. Ich gehe einfach weiter. Ihr macht das schon. Ihr kommt schon klar. Ja, ich bin ganz ehrlich mit euch. Controller ist echt mehr so für Story und zum Kämpfen und Exploren ist Maus und Tastatur dann doch irgendwie mir lieber. Ich muss auch bestimmt hier hoch, oder? Die Luke, magst du einfach klettern? Oder auch nicht? Cute. Cute. Aber ich sehe da hinten schon die Statue leuchten. Ich bin so verwirrt von diesen ganzen Mechanics. Oh, was haben wir hier? Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht da. Okay. Nein! Ah, tu das nicht. Das geht bestimmt nicht. Nein! Du siehst mich gar nicht. Hallo, geh weg.
Haha. Sehr gut. So, jetzt aber. Cool. Dann haben wir es, oder? Hier fehlt noch so ein Stück. Aber ich wüsste nicht, wo ich das jetzt noch herkriegen soll. Herrlicherweise. So. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal wieder hier hin, machen ein bisschen Story. Teleport currently disabled? Was? Wieso das denn? Ach so, wegen... Ach so. Sorry. Lol. Leave. Da. Versuchen wir das nochmal. Ja, sehr gut. Ich höre nochmal rein in den Stream, um zu gucken, wie der Sound ist. Okay, ich glaube, es ist ein bisschen besser. Ich glaube, es ist ein bisschen besser. So, weiter geht's. Oh nee. Okay. So, in die Richtung. By royal decree. Wings of darkness, come. Moment. Wie komme ich denn jetzt wieder? Egal. Kämpfen wir halt mit die Loop zu Ende. Alles gut. Da hinten ist noch. Ah, okay. Lalala. Wo kommen denn jetzt die Hillagers her? Oh Leute. Warte mal, L1 und so. Ah, ja genau, das war die Kombi mit der Dingens-Attacke. Das kann er nämlich. Das ist ziemlich cool. Das ist echt ziemlich cool. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen wishen. Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders, can we? Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your job. Wollen wir gleich mal eine Runde wishen? Ich glaube, das wäre ganz witzig. That's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. Have you ever heard of wushu dancing? I don't think so. Really? Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue opera. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch wushu dancing. So, it's not something I do full-time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? It's not that tiring. You just have to take a rest. Ah, Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday I stayed up all night playing cards. Was ist mit ihm? Let's go. The docks are just up ahead. Okay, ich finde ihn doch ziemlich cool.
Wollen wir mal gucken, ob wir ihn im Wish kriegen? War hier nicht gerade noch irgendwo was? Da. Wollen wir es mal versuchen? Ah, also ich meine, ich habe so viele Primos und ich habe so viel Kram. Eigentlich müsste das möglich sein, oder? Vielleicht kriegen wir sogar Changyun. Sie ist nämlich auch eigentlich ganz cool. Let's go. Okay. Okay. Hey, boss. The name's Gaming. I'm a guard from the community. So, all the seats... Easy! No. You grab a seat and have some tea. Ja, mega! For you, no problem. Take me a minute. Then we can get to the Mega gut! Wie viel redet er? So dance, me and my crew are available in a heartbeat. The troop's called the Mighty Mythical Beasts, and I'm the head. Not to brag or anything. Wie süß er ist! Als ob das jetzt einfach instant funktioniert hat. Mega. Ich bin begeistert. Okay, cool. Wie witzig. Okay. Das hat erstaunlich gut geklappt. Machen wir weiter. Da wollen wir hin. Lizard? Oh, ich habe den Lizard nicht mehr gekriegt. Gamay walks forward and exchanges a few words with the boatman near the docks. The next thing you know, he's called for everyone to board the bamboo raft. We're going on a trip. Finally, we can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her stomach so empty. Kann Paimon auch irgendwas anderes als complain? Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. Lil is just too hilly. Floating up and down so much. Where's Paimon out? Aber das ist voll cool gemacht mit den Sitzen da auf dem Boot. And now her poor stomach's empty again. Aw, would you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. Yes, Paimon will take all you got. You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Paimon never just like... Kann ich das bitte rausgeschnitten als Klingelton haben? Dieses how many jobs you work. Ah, I see. Then here you go, Paimon. Wahrscheinlich nimmt er einfach Heroin oder so. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. No. Just set it to the side here for you. Gaming seems like a real people person. He can get along with anyone, and he treats every person he meets like a close friend. That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. That close of a call, huh? I've been eating winter melon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. Ah, es ist so schön. Each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. Oh, all my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace. Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. It's okay. Er ist so eine Süßmaus. Oh mein Gott. Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? He gets it. Hey, Paimon can be in a good mood anytime she wants. You slowly lose yourself in the beauty of the surrounding scenery. Before you know it, you're greeted by the sight of Yilong Wharf. Need some fresh bamboo for this. Oh, wow. So beautiful. Oh, we're here. Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency.
Wow. Ein bisschen Weed. Can you adapt tea? Geil. Ach, hier kann man sich hinsetzen. Süß. Süß. Was glitzert da? Ein bisschen Geld. Mhm. 10.000 Mora. Okay, cool. Krass. Oh, ist das schön hier. Mehr Adepti. Ein Cabbage. Und eine Potato. Oh, da kann man auch hin. Mhm. Noch ein Wheat. Ist das der Elevator? Ui. Cool. Ah, sowas mag ich. Dafür liebe ich Genshin Impact. Mein Gott. So, wo muss ich jetzt hin? Hier. Mehr Tea. I'm here for the tea. Können wir hier noch weiter hoch? Oh, ist das schön gemacht. Das erinnert mich an dieses... Ist das ein Hotel? Oh, was glitzert da? Pick up? Ach, das ist so ein Teil. Okay. Das erinnert mich an das, ne? Ich glaube, das ist dieses Hotel-Dings. In Liyue. Dieses Zwischenteil. Moment. La 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 la. La 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 la. Nee. Hier dieses, das Wangshu Inn. So, von der Architektur ist es ähnlich. Und auch das liebe ich an Genshin Impact. Dass man sowas wiedererkennt. Dass tatsächlich in einer Region so ein gleicher Architekturstil beibehalten wird. Ich finde das so geil. I love it. Oh, da ist eine Kiste. Better than nothing. Hallo? Das ist way better than nothing. Mein Lieber. Appreciate das gar nicht. Teleport. So, wo wollen wir eigentlich hin? Da wollen wir hin. Slow down. I'm begging you. What? What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? So, wir wollen aber hier hin. Oh, sieht das schön aus. Oh, well, how should I put it? Come on, spit it out! Do you see that group of people over there? Those are my relatives. Oh! You sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. Er ist so süß. Enemies? What's there to be afraid of? Unless... Oh, did you do something horrible to them? Oh, ich liebe diesen Look. Ich liebe das, wie die so aussehen. I'm just not that good at dealing with my family. Oh nein. Best if we could steer clear of them. Oh nein, wie süß. I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. Then we'll just have to sneak past them. The left side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race. Gummings Gramps. Ja, Kollege, gib Gas. Stick close, traveler. Ja, komm her. Ach so, da hinten steht jemand, okay. Kurz hinter der Ecke verstecken. Maybe my aunt will leave. Wie gut. Ich meine, im Grunde müssen wir ihm ja nur folgen, oder?
Okay. Turn left. Run! Run! Oh Gott. To the right and... Oh no. Wie lief die Prüfung? Richtig gut. I'm impressed. Richtig gut. Der Vlog ist auch schon online. Den könnt ihr gerne gucken. To be exact. Aber es lief alles sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe alle Klausuren bestanden dieses Semester. You know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you can swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon. Hey, Uncle Drigway. These are my friends, the Traveler and Ach, Pineapple. und der ist fein, oder was? So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be hooked. Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgway. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? Der ist doch bestimmt auf Crack. On the sweeter side. So viel wie der unterwegs ist. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed what Paimon likes? How long have you two known Gaming? 3 Minuten. Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends. You know, just like that. That's just how he is. He's the attentive sort. Really knows how to look after his own. A while ago, one of our guards had to take off work. Said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad, but, well, ask anyone else. Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jirgway? Should I go ahead and deliver it instead? It feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Right. Oh, by the way, here, have some tea. The refreshing aroma and lingering aftertaste. Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My In treat. 2 days? Don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. Paimon never says no to free food. See you at Jingwood Kiosk then. Alright, then I'm off. See you in 2 days. Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. No. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He's such a happy personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. I'll try. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." We're to advertise our services, right? Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Paimon was just joking. If you're going to get us something, she'd much
It seems like gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. That's not a bad idea. All right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. Cool. Oh, da ist eine World Quest. Huang the Third. Oh Gott, was hast du denn zu erzählen? Hold it. What is it? Bla 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 bla. Actually, ich glaube, ich hole mir einfach nur die Quest und mache die irgendwann anders. How about that? La 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 la. Ja, ich glaube, das kriegen wir eh raus, was er uns gesagt hat. Bruder, gib mir die Quest, bitte. Warum dauert das so lange? Okay. Okay. Lass mal nicht dahin, sondern lass mal jetzt weiter die Quest machen, bitte. Oh, ist das schön. Oh mein Gott. I love it. Oh, es ist hübsch hier. Oh mein Gott. Schaut es euch an. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Die Bäume. Boah, es ist pretty. Ich weiß, dass ich gerade nicht in die richtige Richtung laufe. Aber es ist einfach zu schön. Mhm. Oh, es ist cool. Cool, cool. What are you doing here? Yo! Cloud Retainer! The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. By the way, wie immer, Booster, bitte sponsert mich. Greetings, Cloud Retainer! Cloud Retainer, one of the mighty and illuminated adepti who has long lived atop Mount Aokang, now walks amongst mortals under the name Chan Yun. Chan Yun is passionate about culinary delicacies and delights in delving into mechanisms and engineering. Though she claims not to enjoy social interactions, she has extensive connections. Alas, it is rather unlikely that normal folk interacting with her would ever link this jocular and enthusiastic woman with the legendary adeptus who would marshal the winds to deliver the clouds. Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Okay, sie ist schon ziemlich badass. Sie ist schon ziemlich cool. Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite related? Da war eine Familie, aber vor bei der Namensauswahl. Oh yes. And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? Sie ist schon ziemlich cool. Eigentlich möchte ich sie auch haben. The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. Sie ist schon cool. Möchte ich sie auch haben? Vielleicht müssen wir das gleich nochmal ausprobieren. It's not that we think those things exactly. That's just what Mountain Shaper and Mooncarver told us. Or Tia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Anyway, they were Mail an die Produzenten ist geschrieben. Sehr gut. their regards if we ran into you. Oh, huh. Tianyin? Did she forget about them? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How has one forgotten about those two? Hat sie einfach ihre Friends To vergessen. bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. Oh doch, ich glaube, ich möchte sie auch haben. Made one's mind once again.
one is reminded that certain purchases have yet to be made. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. Huh? Wait, here? You really just gonna ditch us here to watch your stuff? Oh, that woman really just does whatever she wants. Let me go see what she's up to. Hey, not you too, Traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Du schaffst es schon, Paimon. Soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Klingt gut. Wonderful. By the way, we're actually running a special lantern rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. One might as well give some to Morax and Pink. Then 4 shall suffice. I see. Are you intending to give these as gifts? If so, perhaps I can interest you in exquisite Oh no! Buy 10, get half off. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite the festive flair, don't Oh you think? no! Such a gift would surely impress any lucky friend or family member. 10 boxes. Seems rather excessive. But if one factors in the conqueror of demons and one's disciples... Weiß ich nicht, du. Nice round number, don't you think? Of course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. That is agreeable. One will... I will have these boxed up then. Of course, right away. I see you have quite the eye for fine items. Oh nein. Perhaps some of my wares might also be of interest to you. I'm a toy merchant from Fontaine. You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy here. Each one sure to be a source of endless amusement. Definitiv. Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Ach stimmt, sie hat ja was gegen Fontaine. That is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Sie nimmt es gleich voll auseinander. Here you go. The instruction manual is... I can do without, thank you. Oh, many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, a child's plaything no less, it would only invite scandal. There is no harm in bringing it back to study in secret. Was sagt denn eigentlich? Ich guck mal kurz was nach. Oh, Shenyan, did your shopping go smoothly? Naturally, one may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. Seems like it is easily swayed into buying things. The box looks fit to And burst you already. too? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elong Wharf. But it does look like there are lots of goods from Fontaine. You are also planning to participate in the kite flying competition then? Also, Moment. Gib mir eine Sekunde.
Mhm. Mhm. Das ist hier alles nicht sortiert. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich bin am Hin und Her überlegen, ob ich jetzt für sie rolle oder nicht. Lass mich mal ganz kurz nachgucken, ob es schon irgendwelche Leaks gibt, was die nächsten Banner werden. Also, jetzt haben wir ja Janjun und Nahida. Mhm. Als nächstes kommen Zhao und Yae Miko. Ja, mehr steht noch nicht. Ja, gut. Ich habe natürlich auch den Al Haytham Rerun verpasst, ne? Ist schon nicht cool. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch. Warte mal, was für ein Tier ist denn Genshin.gg? Die Tierlist. Wo haben wir denn Yae Miko? Weil Yae Miko ist ja eigentlich auch ganz geil. Ich müsste einfach mal mehr spielen und mehr Primus sammeln und. Ja, ich glaube. Ich weiß es nicht. Ach Mann. Es gibt Wichtigeres als das Spiel, Paula. Hä, nein. Nein, gibt es nicht. Es gibt nichts Wichtigeres als dieses Spiel. Ah. Also, also. Oh, ich weiß es nicht. Weil Yae Miko ist eigentlich besser als sie. Als sie. Aber eigentlich möchte ich sie gerne haben. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this. Weiß ich nicht. Das Spiel ist Leben. So ist es. Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xinyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. I don't know, Freunde. I don't know. Buy one ready-made and call it a day. I don't know. You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness of weight to ascend into the sky and the Aber sie ist halt auch nur ein Support-Character, ne? It is built with a series of intersecting rods that... Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire time? Seems interesting. All right then. No need to prepare the materials in any case. One has it all sorted. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday.
Are you leaving? Don't you want a guard to help you with that big box of yours? Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? Aber sie ist schon cool. Eigentlich möchte ich sie haben. Ah. It can float? What kind of invention is that? I don't know. One calls it the floating toting device. She seems pretty proud of that one. Ja, Freunde, was machen wir jetzt? She seems so confident, but everyone around her is looking at her all funny. Paimon wonders... never mind. But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. Not that Paimon was peeking or anything, she just... got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on top. Wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. What will I do about you, Paimon? All Paimon say is that Shenyun sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bets she just can't wait to take it apart and see how it's made. That does sound like something she would do. Totally. We should probably act like we didn't see anything, though. You know, in consideration of her feelings and all. After all, that is the propriety with which one should comport oneself. When it comes to an elder, right? Quest completed. Cool. Ja, Leute. Guck mal, wir haben nochmal 30 Primo-Gems bekommen. Oh, ich möchte sie eigentlich schon gerne haben. Eigentlich möchte ich sie schon gerne haben. Wollen wir gambeln? Wartet mal. Also wir haben 20 normale Dinger. Und ich habe wie viel? 14, 9, 1, 2 geteilt durch. So, das heißt, hier habe ich schon mal 89 Puls. Das heißt, wir haben noch so 110. Damit müssten wir sie auf jeden Fall bekommen. Oh, ich weiß es nicht. Machen wir das? Komm, wir machen das. Doch, wir gambeln jetzt. Okay. Oh Gott. Faruzan. Distinguished Scholar Award. Ist sie neu? This is the Sumerio Puzzlers League Lifetime Ich Achievement. glaube. And there's something from the Synopsium on Ruin Mechanisms. What do you think? Got any interest in becoming my student? Just as a note, I am from the Haravatat Darshan. You'll get lost if you try to find me in the halls of Kasharawar. Genau, das Event habe ich nicht gespielt, deshalb habe ich einfach keinen Plan, was so ihre Storyline ist. Aber cool. So. Ich wusste, dass sie existiert. Yo, wir haben einfach noch ein Gumming. Okay, das ist sick. Das ist cool. Nice. Machen wir nochmal, ne? Okay. Ich möchte jetzt eigentlich nicht meine ganzen Savings weggambeln, aber Ich habe den gleich einfach C6 oder so. Chillig. Oh, es sind nur 1600. Moment, dann passt meine Berechnung nicht. Warte, jetzt habe ich noch, also 14, bla durch 1600. Dann kann ich noch 93 mal. Das passt. Das ist doch cool. Nochmal Faruzan, okay. Ich
Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, an dem ich aufhören sollte. Vielleicht. Aber jetzt sind wir schon so weit gekommen. Also eigentlich... Hallihallo, der wird gleich C6. Ja, Alter. Was ist das? Das ist eigentlich gar nicht der Plan. Oh Mann. Schön. Du bekommst aus dem Event ein. Och nö. Oh nö, was ist das? Oh komm schon. Oh, Freunde. Ich kann nicht mehr. What? A cursory change in one's appearance and you barely recognize me. There she is. Let one dispel any doubt. One is in all things unconstrained and unabashed, free to live as one pleases, go where one desires, and journey with whomsoever one wishes. Nevertheless, in light of one's considerable renown, please call me Xian Yun in public. Cool. Da ist er. Gambling mit Paula, ey. Leute, ich sag's euch. Nee. Nein. Nein. Was? Nein. No way. What? Was? Was? Moment. What? Was? Lol. Als ob einfach. Was ist das? Also. Cool. Das hat sich ja richtig gelohnt. Sick. Okay, alles richtig gemacht. Warte mal, wie viele Primus habe ich denn jetzt noch? Das war nicht richtig. So, Moment. ...63. Naja. Kriegen wir hin. Wie gut, wie gut, wie gut einfach. Oh mein Gott. Hihi, hihi. Moment, komme ich hier in die Charakter rein? Ja. Nein. Bitte. So. La 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 la. La 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 la. Was ist mit ihr eigentlich? Ach so. Ich vergesse das immer bei ihr zu machen, weil ich mit ihr niemals spiele. Cool. Ah, la la la. Hihihi. Hihihihi. Hihihihi. Funny. Schaut euch an, wie cool sie einfach ist. Oh mein Gott. So, Farzan. Dich haben wir auch schon. So, und jetzt? Einfach das größte Meme aller Zeiten. Let's go. Ja, sie ist halt so der Main Character. Aber irgendwie sind halt alle anderen cooler. Cool. Bestial Ascends Plunging Attack. Charm Cloud Strider's crit rate increased by 20% and crit damage increased by 40% and its attack radius will be increased. Das ist ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Ja, übrigens herzlich willkommen zu allen, die ich einfach ignoriert habe. Wir haben Jinyan, wir haben Thoma. Okay, Thoma müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen leveln, ne? Collei. Kojusar. Eigentlich sind die gar nicht so kacke, aber ich habe irgendwie immer verpeilt, mit denen Sachen zu machen. Layla auch eigentlich übel cool. Mika einfach komplett ignoriert. Sayu, mega cute, aber auch einfach, dass ich Lynette habe, das habe ich irgendwie ein bisschen verpeilt.
So, ich müsste auch mal mehr mit ihr machen. Ningguang, auch. Guter Charakter. Einfach ignoriert, so. Tainari, auch einfach Best Boy. What happened to him? Nobody knows. Ich müsste mir vielleicht einfach mal... Zhao. Zhao ist so ein stronger Character. Warum vergammelt er hier einfach mit Level 1? Amber. Naja. Egal. Auf jeden Fall möchte ich aber nur mal anmerken. Warte, Character Selection? Aha, schaut mal. Also ich bin ja komplett Free-to-Play-Playerin. Und ich finde, dafür ist es schon gar nicht so schlecht. Die Anzahl der Charakter, die ich habe. So, ich müsste hier unten einfach nur mal ein bisschen in die Pötte kommen. Damit die nicht einfach nur komplett rumgammeln. Battle Pass. Schaut mal. So. So. Dann, was haben wir? Nein. Was haben wir hier? Festival Fairs. Okay, das ist die normale Quest. Und Felicitous Festivities. Ach, das ist das hier. Okay. Machen wir das mal später. Ich möchte gern die Main Quest erstmal so weit wie möglich machen. Nein. Chat, nein. Wartet. Ich krieg das hin. Erstmal möchte ich das alles haben. Thanks. Wo kann ich denn jetzt hier mit dem Controller die Zeit umstellen? Gute Frage. Nee. Ich habe auch meine Maus nicht, ne? Verdammt. Wie? Nee. Camera in, Camera out. Ich bin ein bisschen lost. You should really bring the night Favonius with you Hä? next time. Oh no. Ah, okay. Sehr gut. Kurz ein bisschen gestruggelt, aber egal. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Glaub nicht. Okay. Dann lass mich mal bitte die Zeit umstellen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr. War das 15 Uhr oder so? Weiß nicht. Mein Gott, bin ich lost. Das passiert, wenn ich einen 5-Star-Charakter bekomme. Nee, 8 bis 12. Okay. Aber sowieso 2 Tage später, von daher alles cool. Tomorrow, 8 bis 12. Paimon has never had dim sum at Shinue Kiosk before, but it should be quite the feast for sure. Ooh. Wo wollen wir denn hin? Aber bis jetzt gefällt mir die Lantern Ride Storyline richtig gut. Es macht sehr viel Spaß. Also ich meine, davon bin ich eigentlich schon ausgegangen, aber mir gefällt's. Ach, ist das schön in Lioe. So, rein geht's.
you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat. Here, hand me your cups. Ich würde schon gerne mit ihm spielen, aber ich habe leider gar nichts für ihn. Thank you. Wait! You weren't supposed Sein to drink Gesicht. that, Paimon. Was? That was for you to rinse your utensils. Oh no. Oh no. That's a thing? As you talk, piping hot dim sum dishes arrive at the table, one after another. And just when you think all the dishes have been delivered, the hostess brings over a generous bowl of seafood congee. Wow, so much delicious food. Das sieht so süß aus. Oh my All god. this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat! If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood congee? Let me refill your bowl. That would be great. Thanks. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! Everyone picks up their chopsticks and begins to dig in. Each dish tastes exquisite and is uniquely flavorful. You slowly start to relax as you enjoy pleasant conversation over a satisfying meal. This goes on until even Paimon can't eat another bite. So full. That meal was so satisfying, it even gave Paimon some extra brain juice. What? Listen. Check it out. Figured what out? Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Weiß nicht, Paimon. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Gaming always seems so happy and carefree. This is the most serious I've seen him. This topic must be very important to him. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. Oh god. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Damn, boy. Don't get into my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No. I know that it wasn't the right way to go about Da it. fliegt sehr viel Staub rum. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor,
the results could speak for themselves. Ming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. Now we gotta make it big. Go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a Er ist so clerk to make some süß. money. Oh mein Now I Gott. have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, Oh Mann. enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. Oh nein! Jetzt müssen wir ihn voll kommen. Kite-making work. Vielleicht kann er mitkommen. Oh? Kite-Making interessiert ihn bestimmt. Ah, seht ihr? Oh, no. Oh. It's just something to know, Auntie Shenyun. What? Auntie Shenyun? That title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? Geht das ganze Teil in Flammen I auf? use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, Oh I'll no. go with you. If Auntie Shenyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier! Cool. A cloud sea appeal, a brilliance revealed. Sehr gut. Was mir gerade eingefallen ist. Kommen wir hier raus? Ja. Ich muss noch meine 20 Primos abstauben für die Dailies. Wisst ihr? Weil wir ja gerade Story gemacht haben und so. Und wo genau muss ich denn nochmal hin? Wo ist denn das hier in Liyue? Ist es nicht hier irgendwo mit? Nee, ne? Wo ist denn hier nochmal die Adventurers Guild? Nee. Ah, da. Haha. Sehr gut. Ad Astra Abbott. Ja, Thank you for thanks. Cool. Nein, Ad so. Astra Abbott. Dann können wir das hier nämlich gleich auch noch machen. Check. Check. Dispatch again. Okay. Nein! Return. Okay. Und so. Dann haben wir das nämlich auch. Dann können wir auch noch die Sachen vom Battle Pass abholen. Cool. Sehr gut. Good amount Aussang. La 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 la. Da wollen wir hin. Das sind nämlich 20 Primo Gems und die können am Ende den Unterschied machen. Deshalb will ich die nie noch liegen lassen. Mein Monitor ist total dreckig. Das sehe ich jetzt erst, wo das so weiß ist. Ew. Abgesehen davon, dass mein Monitor einfach voll durchgebrannt ist und so voll viele Grafikfehler hat, aber egal. Ich musste mir ja letztens, vor so 2-3 Monaten, schon einen neuen Monitor kaufen, weil mein alter... Also ich habe 2 Monitore, für die sich wundern. Und einer hat irgendwie vor so einem halben Jahr komplett aufgegeben, von einem Tag auf den anderen. Und ich musste mir einen neuen kaufen. Jetzt hat der zweite aber auch angefangen. Und das ist irgendwie kacke. Aber egal.
Das ist ein Problem für Zukunftspaula. Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Yao Yao, the youngest disciple of Streetward Rambler. She's gentle and considerate, treating others with sincerity and generosity, and is always actively talking on the responsibilities of others. She is a gifted, enthusiastic learner, and though she is young and sometimes plays harmless pranks, she will surely grow into a learned and erudite woman in time. Hello, friends. Ganyu erstmal eine Runde genappt. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try. Shenna! A guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. Ganyu! Wake up! Apologies in advance. Oh Gott, bitte bitch slap sie nicht. Okay. Wait! Shenhe! Not there! You see Shanna take out a small green bottle, extracts a minty smelling liquid, and apply it to Ganyu's horns? Yao Yao and Paimon look in shock. Mouths agape, but cannot stop her in time. God. It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Relatable. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker. Well, you know me. I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe. And this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Shen Yun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too! I want to participate in the kite flying competition with my best friend! It's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's... Chi-Chi is your best friend! I'll meet up with her later and give her a huge surprise! No, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. No. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. Ganyu hat einfach gar keinen I was Bock. originally planning to buy a ready-made kite. Sie wurde einfach von Cloud Retainer dazu verdonnert, mitzumachen. But Cloud Retainer is always going Sie, ich hab's euch gesagt. to have the best there is. She always puts us before herself. Ah, meine Decke nervt mich. Es tut mir leid. To arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the
Oh, wen hat sie denn jetzt noch dabei? Come on, you clearly heard Paimon. Master stopped to buy grilled tigerfish. Shuyu. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird. Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? Typical Paimon. Cloud Retainer sets down her bags while Shuya hands out the grilled fish. As everyone begins to talk, lively conversation fills the usually tranquil environment of Mount Aosang. So delicious. Paimon's life is complete. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and devote Oh, yourself das to kleine the Viech small an der ones. Seite. Ist eigentlich The süß. materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and listening. I'll be the one making it anyway. Paimon knew she could count on you, traveler. One will wait under Sure. this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. Sie ist so, ihr macht es schon. I'm out. Why don't we go see what the others are up to? Okay, gucken wir, was die anderen machen. Hi. Hey, Gaming, want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? The butterfly symbolizes the desire for freedom. Perhaps that's also what Gaming's searching for. What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? I want a swanee. That might be a little hard to Was pull ist ein off. Swanee? True, but I still want to try. Was ist ein It's so Swanee? cute. Let me have a quick Google search what a Swanee is. Oh. Oh boy. Es gibt einfach, oh mein Gott, was? Es gibt einfach ein, oh Gott, das ist die Yu-Gi-Oh! Viech. Swanee resembles a lion, loves fire and smoke, and can be found on incense burners and as a guardian in front of doorways. Associated with Chinese Buddhism, his profile can also be seen on the seats of the Buddha statues. Ach so, das ist so ein... Hier so ein Viech ist das. Es hat so einen Löwenkopf. Das ist ein Swanee. Für alle, die sich gefragt haben. Ähnlich wie ich. So. Cool. Ihr macht also ein Butterfly. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. Hast du sie einfach assaulted? My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything. Was? I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Genshin Impact gone sexual. Ganyu. Was passiert hier? Well, alright. Erstmal eine Lesson über Consent. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. Das ist ganz strange. I see. Was zur Hölle? Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress.
Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. Okay. So, und ihr zwei, was seid ihr am Chatten? R3? Nein, Moment. Aha. Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friend. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With Hä? age comes wisdom. Also ich wusste auch, dass das für One Chi-Chi simply ist. has a way of knowing things. Hat sie das nicht vorhin gesagt, dass sie das eigentlich mit Chi-Chi machen wollte? Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? Kurzen Anschluss bekommen. Actually, haven't started yet, but we're going to start, right now. Okay, machen wir mal einen Kite. Started on our kite now. Let's go. Okay. Also, start making. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? The obvious answer is to make a Paimon-shaped kite. Oh, that's not a completely crazy idea. Also ich weiß nicht, ob meine Abilities dafür ausreichen. Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. We should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. It's giving Neon Genesis Evangelion. Oh mein Gott, wie witzig. Yes. Das ist cool. What expression should we give her? Since the kite is going to be flying super high in the sky. She should look pleased with herself. She should look afraid. She should look guilty about something. Nee, ich glaube pleased with herself ist am besten. Ooh, like this? Ooh. The title of champion kite flyer is mine. Ja, genau so. Yep, that's the one. Now that we've decided, let's make it happen. Oh nein, muss ich das malen? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte lasst mich das nicht malen. Bitte lasst es mich nicht malen. Okay. Paimon has to say, Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh, Shenyan's calling us. Let one take a look. Wow. Oh, wie süß. Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. It's so pretty. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. Die Augen. Die Augen so ein bisschen wild. There are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird.
Except Master. No. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Also ich meine, ihr Kleid ist blue and white, also von daher. Oh, well, now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. Die Augen zu machen beim Painten ist auch immer gut. Wow, the disciples of Adepti really are something. You are most Shenhe. One is Oh, ist das bescheuert. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. Das ist actually richtig cool. Ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Oh, das ist richtig cool. Your golden finch is cute too. Stimmt! Wenn es dunkel ist, dann hat seine Attacke auch so bunte Farben, ne? Geil, müssen wir uns gleich mal angucken. What about your kite, traveler? Oh, wie cool. Oh, das ist richtig gut. important countenance bears a striking resemblance to that of its namesake. It makes her look like she's already won the competition. Oh, yes. That's gonna happen one way or another. Ich find's richtig gut. Is that the Jade Chamber? Die da gerade vom Himmel herab segelt. A gentle breeze brushes past, the Jade Chamber drifts towards the... Okay. Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Oh, sie ist richtig angry. Touching the strings, everyone. One will be but a moment. Sie ist richtig pissy. Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. Der kriegt richtig aufs Maul. There's wind up ahead. Looks like we can glide over. Okay, let's go. Wow. Spaß. This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently... Oh, die kriegen gleich richtig Anschiss. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced, surely. Cloud weiß ich Retainer is nicht. either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. Weiß ich nicht. The subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the supreme cuisine machine. One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever.
That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Weiß ich nicht. Schlechter Move. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated uniform. Oh, they busted. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? You? She. Okay, now Paimon's getting a weird vibe. I love this game. It is of I no love it so much. consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two Butterfly. enjoying themselves? One is also well aware of how Da enticing hinten ist noch einer. city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No Ich will den one Butterfly could haben. be born of our Ich glaube nicht, dass ich den kriege. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already. All this flying from place to place is wearing Paimon out. Ach komm schon, Paimon, du schaffst das schon. Okay. Geht wahrscheinlich schneller, wenn wir uns dahin teleportieren. Ah, Moment. Doch, so. Schaut mal, die können wir auch noch mitnehmen. Wunderbar. Sind die anderen noch da? Zumindest Gani und Shenhe. They're back. Wo ist Cloud Retainer? Paimon's pooped. Hi. Why are there only two of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Weil er so ein Süßi Before he ist. left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. Perhaps he sees himself reflected in them. A reflection of himself. Oh, if I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it,
and you lose that which links you to home. If Gaming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Süß. Tolerance and understanding. Froggo. What brought about this conversation? Did one miss something? Ich habe nicht nach dem Butterfly geguckt. Ich hatte recht, ich habe ihn nicht bekommen. Self-fulfilling prophecy. One was merely doing a bit of cooking. Was hat sie denn geguckt? Fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Das ist sehr unlike her. It's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. We'll take you up on your offer then. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? Der Frosch, Alter. If you're ready to serve the food, we can help too. Gib mir den Frosch. Wo ist der Froggo? Komm her, Kollege. Ich habe genau gesehen, dass du hier irgendwo warst. Haben sie mich bambuselt. Doch, da ist er! Ah! Der Drecksfrosch. Komm zurück. Ich werde ihn nie wiedersehen. Fast hätte ich ihn gehabt. Habt ihr es gesehen? So close. Egal. Dann essen wir jetzt wohl. Habe ich hier was gesehen? Ach. You wait outside Cloud Retainer's abode for a few moments. Es sind ihre Skins! Oh mein Gott! Es sind die neuen Skins! Sie sind so schön! Oh, I can feel the wind brushing against my legs. Das ist schon wieder weirdly sexual. It's really not that big of a deal, Freunde. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. Oh, look at that ass. She asked them just like that? You look great. You look pretty too, Ganyu. Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Those outfits really suit you both. Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. Relatable, Alter. Same. Has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these Die Outfits sind schon geil. Das als Cosplay wäre schon sick.
Mit Shenhes langen Haaren. Oh mein Gott. Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Xianyun. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. It would be a close match. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xianyun? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Oh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Mehr wissen wir aber auch nicht. Okay. Paimon just hopes he won't mind. What? Haben die gerade mit ihrem Kostüm geflext? Ich glaube ja. Right fast approaches. We must make haste. As one was Das war, glaube ich, so ein Versuch, mehr horny Spieler dazu zu bringen, Geld auszugeben für die Skins. Mit großem Erfolg, glaube ich. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Minogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Minogius' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Minogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is Sie ist ein bisschen Bayonetta-coded, oder? So ein bisschen. do one's utmost to make it so. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea! How about this? Does that make sense to everyone? Oha, kurzer Timeskip. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. In 2 days. Müssen wir wieder 2 Tage skippen. A Cloud Sea Appeal Brilliance revealed. Quest completed. Cool. Lass mich mal ganz kurz. Funktioniert das so? Nein. Funktioniert das so? Ja. Lass mich mal ganz kurz. Okay. So. 2 Tage.
Tomorrow, the day after tomorrow. 12 müsste doch passen, oder? Ich glaube, wir hatten da keine Angabe. Es ist so schön. In Liwe. Eigentlich ist es überall schön in Genshin Impact. Lol. So, 2 Tage sind rum. Wo müssen wir hin? Nee? Okay. Ist aber nicht das, oder? Nee, Court of Fontaine. Fontaine. Sumeru. Liyue. Return to Bubu Farms. Nee. Hä? Moment. Irgendwas passt hier nicht. Wartet mal. Hä? Was war denn jetzt mit wir treffen uns in 2 Tagen? Moment. Iridescent Cloud Striding? Nee. Talk to... Aber just Wushu... Ah! Nee. Hä? Nee. Fontaine. Fontaine, Fontaine, Fontaine. Sumeru, Sumeru. Nee, das ist es auch nicht. Fontaine. 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 Sumeru. Liyue Harbor. Aber das ist das andere. Warum geht das denn jetzt hier nicht weiter? Ach Leute, ich weiß es doch nicht. Warte. Festival Fairs? Locked? Nein. Nein. Wollt ihr mich verarschen? Nein. 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 Nein, nein, nein. After 2 days. Warte, heute ist Donnerstag. Freitag, Samstag. Dann müsste ich gucken, ob ich am Sonntag nochmal streame. Damit wir das spielen. Oh, ich wollte es eigentlich fertig spielen. Ach nö. Ach nö. Ah, dann machen wir das noch. Obwohl die Rewards hier nicht so krass sind, ne? On the bustling streets of Liyue Harbor, you and Paimon are drawn to a painter making paper cutouts. You spy 2 familiar silhouettes among the items she is preparing. Als ob du dafür keine Zeit hast. Naja, ich fahre halt Sonntag weg. So. Deshalb, eigentlich wollte ich das halt alles heute durchspielen. Ah, egal. Machen wir erstmal die Zusatzsachen hier. Ich hoffe, die sind auch vertont. Nein, sind sie nicht. Round and fluffy, soft and bouncy, jump and bump. Oh, my guests, welcome, welcome, and allow me, Wen-shan, to be the first to wish the 2 of you a joyous lantern rite. Happy lantern rite! You seem to be reciting something just now. What were you talking to yourself about? Considering some delectable dessert, or perhaps a revolutionary recipe? Not far off the mark, nearly a hole-in-one. I was just thinking about the food Goba and Yegui are gonna make. Now those are names we know. We know Goba and Yegui too. How could I not? You're looking at one of Wanmin Restaurant's regulars, you know? As long as I'm not on the road, I eat at least 7 meals a week at Wanmin Restaurant. When paired with my hometown style of cooking, first some lightly seasoned fare, and a spicy flavor bomb, it's just a smash hit. Das Event wird noch ein paar Tage offen sein. Ja, aber ich bin ab dem Wochenende für 5 Wochen weg. Und in der Zeit kann ich halt kein Genshin spielen. Beziehungsweise ich kann halt in der Zeit auch nicht streamen. Und deshalb würde ich das gerne
alles fertig haben und hochladen, bevor ich wegfahre. Best take it easy. Ja, okay, wir wollen auch so leben. Müsste man jetzt genau rechnen, ja. Also das Event geht noch 17 Tage und in 17 Tagen bin ich nicht wieder zurück. Ich komme halt erst so Ende März wieder. Anyway, I get to see Gova and Jungle pretty much every week. 5 Wochen ist länger, ja. So, okay. Können wir das vielleicht einfach ein bisschen skippen? Paper Theater, oh Gott. Okay. Machen wir ein bisschen Paper Theater. Ja, okay. Fun and Food in one place. Das klingt doch gut. 5 Wochen ohne dich kenne ich gar nicht. Hallo? Ich, die alle 3 Monate gefühlt mal streamt. Use the left stick to consume movement points. Ah, das habe ich online gesehen. Das wurde, glaube ich, auf Twitter angekündigt. Each move of the starting point, yeah, will be recorded. The recall function, okay. Das wird doch jetzt schon furchtbar, aber versuchen wir es mal. Let's go. Use the left stick, ja, okay. Also, wo müssen wir hin? Zum Dings. Okay. Ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Okay, ich breche bei ihr ein und dann let's go. Ja, Mann. Next stage. Touch the key. Ah, okay. Ich sehe schon. Not enough moves. Hä? Aber ich kann ja nur... Also... Das geht ja nicht. Warte. Ah, das funktioniert auch. Aha. Okay. Ich habe leider nicht gelesen, was in der Anleitung stand. Paper Share, ja, okay. Okay, das geht nicht. Aha, aber die Kiste bleibt da. Easy. Okay. Next. Use the controller buttons to switch the character. Warte, wie viele darfst du? 6. Okay, und der andere muss da jetzt auch hin. Okay. I see. Warte mal. So. Und jetzt Goba. Easy peasy. Cool. Das ist actually ein bisschen süß. So. Okay. Du mach mal den. Not enough moves! Oh nein! Hä, aber Goba kommt da nicht hin. Keine Chance. Nee, Goba kommt da nicht hin. Recall? Achso, nee. Hä? Kommst du denn dahin? Nein, kommst du nicht. Achso, nee, Moment. Nee, das geht auch nicht. Aber Goba kommt da auch nicht hin.
Nee. Warte mal. Können wir das komplett resetten? Okay. Also das scheint ja relativ easy zu sein, eigentlich. Das heißt, Goba würde hier schon mal hinkommen. Das ist halt die Frage. Dafür brauchen wir eigentlich die Box. Aber die kriegen wir da nicht hoch. Aha! Moment. Weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Ahaha! Haltet euch fest. So, nein, so. Und Goba. Ha. Okay. Okay. Eigentlich ist es echt ein süßes Spiel. Warte mal. So. So. Moment. Ach so. So. Next. Kommst du so daran? Bestimmt nicht. Nein, kommst du nicht. Kannst du die schieben? Nein, kannst du nicht. Okay. Das heißt, wenn wir es schaffen würden mit Goba, die Box... Hä? Ah, Moment. So. Funktioniert das? Nein! Ja, dann ist lost. Nee. Resetten wir das Ganze mal. Nein, Goba muss dahin. Das muss... So. Dann Goba. So. Goba würde sogar schon dahin kommen. Schaut mal. Okay. Du kannst hier nichts machen, oder? Nein, kannst du nicht. Und das hier reicht auch nicht. Kannst du das nach da schieben? Nein, kannst du nicht. Aber das bringt uns ja alles nichts. Ich komm da halt nicht ran. Hä? Aber Goba kann da auch nichts machen. Warte. Aber du kommst da ja jetzt? Nee.
Ah, Moment. Vielleicht habe ich's. Ich hoffe, das ist die letzte Stage, weil sonst wird mir das jetzt so kompliziert. So, jetzt muss Goba das dahin schieben. Dann muss nee, dann kommt er nicht mehr raus. Aber das ist egal, warte mal. Wenn wir so machen und so. Das ist ja vollkommen Wumpe. Und jetzt er hier. Haltet euch fest. Exit. Ja, es war das letzte. Oh. Mein Gott. Das war eine Herausforderung. Boah, das hat mich jetzt richtig gefordert. Traurigerweise. Sorry. Kriege ich da jetzt noch irgendwie... Ah! Claim? Oh, es gibt sogar Primo Gems dafür. Das habe ich gar nicht gesehen vorher. Oh, das ist noch gelockt. Nein. Egal. Just Wushu Dance. Ja, auf geht's. Das ist bestimmt da vorne, oder? Ja. Oh Gott, wie viel Zeug habe ich bekommen? Finde ich gut. Ach, das ist der Typ von dem Dance Battle. Yo, Happy Lantern Ride to Death. Ich mag ihn. Say you wouldn't happen to be in the big shot. Ja, komm, wir wollen ein bisschen dancen hier, Kollege. Hör auf zu labern. La 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 la. You're the Pigeon Adeptus Paimon? 15 Stunden zum Unlock, also heute Stream bis 3 Uhr, let's go. Weiß ich nicht. Also ich will morgen auf jeden Fall nochmal streamen, aber ich glaube, da möchte ich, glaube ich, mehr Main Story machen. Ehrlicherweise. Also ich glaube, wenn wir mit dem Lantern Ride soweit durch sind, mache ich erstmal den Stream aus. Vielleicht streame ich dann heute Abend nochmal. Wenn ich richtig Bock habe, weiß ich nicht. Aber morgen auf jeden Fall mit der Main Story. Terrific. Those tea cakes will be a piece of cake. Oh mein Gott. Wie furchtbar. Können wir das jetzt bitte einfach machen? In Joyful Beast and there are spices, you must complete stage objectives within the time limit and score the highest amount of points possible. Press to use your skill and don a special Wushu dance puppet costume to enter Bumper Wushu Mode and lock aside other... Ah, das habe ich auch online gesehen. Das habe ich in der Ankündigung gesehen. Du bist mega gehypt, ich kriege das bis hierher. Ey, mal gucken, was das wird. Rock on, have fun. Das werde ich tun. Achso, not yet cleared, okay. Good things come rolling in. Stage, you need to collect as many lucky tea bricks. Ja, kriegen wir hin, let's go. Except. Co-op games loading. Let's go. Let's go. Mein Gott. Prepare Switch. Ja, komm, ist egal. Den könnte ich denn überhaupt nehmen? Haben wir Jean irgendwo? Ich würde gerne mit Jean spielen. Jean gibt es nicht, okay. Warum gibt's Jean nicht? Hallo? Ach, da.
Ich wollte gerade sagen, kann nicht sein. Prepare. Ich habe es noch nie gespielt. Aber in 15 Sekunden geht's los. Mal gucken. Mal gucken. Guess we can rest a bit. Nee, die Look, wir resten jetzt nicht. Okay. Also scheinbar muss man seinen Skill einsetzen. Ah! Nein! Oh! Wie witzig. Einfach weggebasht. Holy shit. Wie witzig. Mein Gott. Okay, das macht ein bisschen Spaß. Das ist ein bisschen funny. Wie funny einfach. Was zur Hölle? Hallo. Bash mich doch jetzt hier nicht weg. Nein! Okay. -10. What? Highest number of T-Bricks, knock the most participants. Okay. Challenge complete. Aha. War das jetzt gut? Oder nicht? Hauptsache, du räumst gerade mega ab. Hä, keine Ahnung. Ich habe einfach gar nicht mitbekommen, wie viel die anderen hatten. Ich hab's voll nicht geblickt. Aber war ein bisschen funny. So, Moment. Felicious Festivities. Complete good things rolling in. Total score. Complete race to the top. Complete total score. Oh Gott, oh Gott. Nee, so viel will ich eigentlich gar nicht spielen. Go to challenge. Dann müssen wir jetzt noch mehr machen. Ich hatte 950. What? Sick. Race to the top. Warte. The more valor you possess, the higher your score. You can use the following methods. Gaining and holding on to fortune T-Bricks. Staying on the platforms. Ach nö. Ach Gott. Mal gucken, was passiert. Let's go. Okay, also man muss auf den Plattformen bleiben und die anderen wegkicken. In sowas bin ich super schlecht tatsächlich. Also einfach nur so Sachen einsammeln, okay. Aber wenn es so competitive ist, dann bin ich einfach richtig schlecht. Achso, du hattest 11. Ach so. Ach lol. Ach, insgesamt. Sick. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, gerade bei so PvP-Sachen bin ich raus. Meistens. Dann macht Mario Party mit dir Bock? Ey, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hasse Mario Party. Ich kacke immer einfach jedes Mal total ab. So, 6 Sekunden. Mustafa, alles gut bei dir? Bist du ready? Okay, er wurde gezwungen, ready zu sein. Das ist ja wild.
3, 2, 1. The arena is about to change. Piss dich, Alter. Hallo, nein. Einfach voll weggeflogen. Hallo, nein! Ach Mann! Warum fliege ich denn jetzt hier selbst weg? Ich check's einfach gar nicht. Also man muss möglichst lange auf diesen Dingern bleiben. Ja, das ist voll schwierig. Warum hat er einfach schon über 300 Punkte? Wie kann das sein? Ah, ich glaube, das andere wäre smarter gewesen. Nein, kick mich nicht weg. Auf den roten hättest du deine Ruhe, ja. Beim Zurückstoßen werden die Bricks abgezogen. Okay. Aber 1350, immerhin, immerhin. Ja, weiß ich nicht. Diese Events, ich bin immer total überfordert. Okay, die dritte Stage. Achso, das ist noch nicht ready? Nee, ach nee, das ist random. Okay, ja, lol. To pluck good fortune. Du hast mildness when the challenge starts. Participants will be affected by super spicy spirit. And will continuously lose the higher score. Safe zones. Prosperous tea bricks, collect them to gain. Super spicy wok hay will explode across the challenge in intervals. You will receive a warning. If you are unable to get into a safe zone, you will lose. Okay. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich habe nur 3-mal gemacht. Punkte waren gestern auf 4000 beschränkt. Ah, okay. Dann wird da bestimmt auch mal ein bisschen was dazukommen. Na? So. Im Grunde ist ja egal, mit welchem man spielt. Der hat Navia. Oh mein Gott. Da hat einer Neviet. Ich will auch Neviet haben. Ich warte auf den Neviet Rerun, weil ich es verpasst habe, ihn zu pullen. Al-Haytham und Neviet sind die, die ich unbedingt noch haben möchte. Unbedingt. Deshalb spare ich mir auch eigentlich so ein bisschen meine Primos zusammen. Okay, ich muss in die Safe Zones und die anderen muss ich aus der Safe Zone rauskicken. Funny. Okay, wo sind die neuen Safe Zones? Es war mega dumm, das zu benutzen, aber egal.
Time to go. Ja. Oh! Weiß nicht, wen ich da weggekickt habe. Entering. Okay. Ja, okay. Damit kann ich leben. Huli. So, mal gucken, wie viele Punkte ich jetzt habe. Dass diese Dialog-Voice-Lines einfach zwischendurch kommen. Richtig random. Safe Zone heißt, dass du keine Bricks verlierst. Kannst auch sammeln, oder? Genau. Oder weiß ich nicht, ob man in der Safe Zone automatisch... Nee. Wartet mal. La 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 la. Ach no, nee, da sind wir noch nicht. So, gib her das Zeug. Jetzt fehlt mir nur... Genau, Score obtained 4000. Dann muss ich nochmal spielen. Let's go, Kollege. Dann mache ich das erste nochmal. Das fand ich ein bisschen funny. Einfach nur einsammeln. Okay. Das zweite und das dritte hat mich überfordert. Das erste fand ich süß. So, ich bin ready. Hau rein. Ich kriege halt auch immer nicht mit, was bei den anderen abgeht. Ich bin so darauf konzentriert, selbst irgendwas auf die Reihe zu kriegen, dass ich es immer gar nicht checke, was die machen. Oh ja, bisschen Speed. I am Speed. Huch. Ach Mann. So. Ja. Aber ein bisschen funny ist es schon. Oh Mann, komm schon. Aber ich gewinne das. Haha, easy. Easy. So macht man das, meine Freunde. 1350. Damn. Damn. So, damit haben wir unsere 4000 Punkte auch voll. Oh, was ist das? Wie witzig. Einfach so ein Wunderkerzending.
Sehr cool. So, gib mir die 20 Primos. Und weiter geht's zu Iridescent Cloud Striding. Wo müssen wir dafür hin? Okay. Ich könnte mir natürlich die Teleports auch noch holen, ne? Unter Umständen. So. Was passiert denn hier? Esteemed Guests. Storyteller. Flaming Lights. Painting. Ach so, ist das Fliegedings? Wo man so gegeneinander fliegt? Oder so? Nee. Was macht man da? Wollte sie irgendwas painten? La 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 la. Easy peasy. Ich weiß nicht, was easy peasy ist, aber irgendwas ist easy peasy. Go to challenge. Oh, okay. Cool. Ach so, das ist das mit dem Fisch. Ist es das mit dem Fisch, wo man so durch die Gegend fliegt? Wo man sich so katapultieren muss? Wir werden das sehen. So, in die Richtung muss ich. Oh, ist das schön hier. Ist es das Challenge-Teil? Doch, es ist das Challenge-Teil. Okay. During iridescent cloud striding challenges, you must reach your destination while collecting as many Jade Lotus Lanterns on the... Oh Gott. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das nicht lieber mit Maus und Tastatur mache, als mit Controller. Mal schauen, was passiert. Okay. Oh Gott, das ist furchtbar. Oh Gott. Hä? Warte. Ah. Oh Gott. Okay. Ich bin ja so confused. What is happening? Okay. Wo müssen wir jetzt hin? So? Okay. Okay. Kein Plan, was hier passiert. Okay. So? Wo muss ich hin? Muss ich einfach dahin? Ja, I guess. Scheinbar war das gar nicht so schlecht. Okay. Keine Ahnung, Alter. Kein Plan, was hier passiert. Navigaten wir mal dahin. Und dann müssen wir erstmal ein paar Teleports freischalten, um dahin zu kommen. Mein Gott. Ja, wie gesagt, diese Events sind einfach immer komplette Überforderung für mich. Aber passt schon. Oh, was bist du denn? Oh, wie süß du bist. Hallo. Ich tue dir nichts. Ist er wieder rausgekommen? Hallo. Wie süß. Okay. Sorry. So, irgendwo hier haben wir doch bestimmt einen Teleporter.
Mit Sicherheit. Oh nö. Finally you're here? Are you the daughter of the... Nee, bin ich nicht. Sorry, my apologies. Ich möchte das nicht spielen. Nein, ich möchte diese Quest nicht haben. Lass mich in Ruhe, alter Mann. Ich will das nicht. Geh weg. Ah! Does it mean... Hallo, Wimey Galaxy. Lässt du mich jetzt in Ruhe? Darf ich bitte weitergehen? Nein, ich möchte diese Quest nicht spielen. Ah. Ich gehe einfach. Ciao, Kakao, Freunde. Den Viewpoint nehmen wir noch mit. Wunderbar, ganz toll. So. Es ist schon süß hier. Ist schon cute. Ist schon cute. Oh, Hundi. Au. I could pet the dog. There's a scratch here on the dog's head that looks like it was... Oh nein! Hat er sich mit einer Katze angelegt. Lass mich in Ruhe, alter Mann. Es ist die Deutschland-Erfahrung. Oh mein Gott, ja. True. True. So, Moment. Jetzt habe ich meinen Teleport hier irgendwo verpasst. Wo muss ich hin? Da ist er. So, nehmen wir den doch einfach mal mit. Oh, ein Entchen. Schaut wie süß. Okay. Wir müssen weiter in die Richtung. Lasst mich alle in Ruhe mit euren Quests. Ich will das nicht. Oh, noch ein Tier. Hallo. Hallo. Oh, bist du süß? Oh nein, wie süß. Oh, ich lieb's. Ich bin komplett begeistert. So, dann haben wir da noch einen Teleport. Der ist bestimmt wieder da oben oder so. Du bist relativ neu, oder? Nee. Tatsächlich nicht. Nee. Ich habe einfach nur in letzter Zeit nicht viel geschafft zu spielen, tatsächlich. Und es ist so eine Kombi aus, ich möchte warten, damit ich das streamen kann. Und dann habe ich aber irgendwie keine Zeit zu streamen. Und dann, weil dein Team nach 1.0 aussieht. Meint, ja, tatsächlich. Warte mal. Also ich habe so ein bisschen was an Charakteren. Ich war einfach nur immer zu faul, sie ordentlich zu machen. So. Da müssen wir hin. Level 1 Schau. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich war immer zu faul, die ordentlich aufzuleveln. Actually. So, let's go. So. Da ist irgendwo noch ein Teleport, gut zu wissen. Hat das geklappt? Weiß ich nicht. Wo wollen wir hin? Da so in die Richtung. Oh, das war's schon. Okay. Tut mir eingefallen. Mach sie wenigstens auf 20 und dann auf 2040 für den Gratis-Wish auf dem Standard-Banner. Ich krieg so Zeitzocken im Gesicht. Ja, warte. Warte. Ja, es ist schon traurig, ne? Auto-Ad? Ja, okay.
Warte, damit kriege ich das noch nicht, ne? Ja, warte. Ascend. Oh Gott, ich habe echt nicht viel Kram. Ja, Moment. Warte. Ich spiele sonst nicht mit Controller. Das ist ein bisschen... Doch, genau so. Okay. Wir kriegen das hin. Dann können wir gleich sogar noch eine Runde wishen, wenn ihr möchtet. Ja gut, Gaming wollen wir ja eh. Ich muss mir dafür einfach mal die Zeit nehmen. Aber das Problem ist, ich bin halt jetzt auch ewig nicht mehr zu Hause. I'm so sorry. So. Does this mean Dann wishen wir gleich noch. my bow sounds in I got some. So. Ich bin Sarah Main. Aha. Cookie hat noch einen. Oh, actually, ja. Sayu wollte ich auch irgendwann mal aufleveln, aber irgendwie ist es... Mir fehlt die Zeit. Freunde, ich studiere Medizin. Ich habe keine Zeit für sowas. Leider. Einfach 30 Standard Wishes, ja, Mann. Dann lohnt es sich immerhin. my perception. Ningguang Level 1, auch ein bisschen sad. There's no stop. Also es gab mal eine Zeit, da habe ich halt auch richtig in Genshin reingegietet. Und normalerweise sind das bei mir die Semesterferien. Aber aus Gründen bin ich halt jetzt die ganzen Semesterferien weg. Und deshalb kann ich halt nicht zocken. Und das ist sehr traurig. Und ich warte im Grunde seit 3 Jahren auf den Switch-Port, der einfach niemals gekommen ist. Wäre der Switch-Port gekommen, dann könnte ich ganz entspannt von überall aus spielen. Aber nein. Mihoyo dachte sich, machen wir nicht. Machen wir einfach nicht. Macht die Switch nicht mit. Ja, aber trotzdem. Dann hätten sie es halt nicht ankündigen sollen, so. Thank you. Ich warte nur auf mehr Elektromamis zum Sammeln. Ey, aber wirklich. Feel you. Eigentlich sind die Elektromamis schon richtig gut. Warte, das? Ja, gut. Perfekt. Na. Immerhin haben wir sie bekommen. Das ist schon ziemlich gut. Und wir haben sie einfach direkt 2-mal bekommen. Das war auch mega sick. So, ich glaube, dann haben wir es, ne? Okidoki. So, seid ihr ready? Ah ja, Kauf Level 1, ganz entspannt. Ach Mann. So, jetzt haben wir 27. Rein. Auf geht's.
Ja gut. Spaß. Spaß, Spaß. Wenn du einen 5-Star bekommst, gehört er eigentlich mit. Ja. I'm a creature of habit. Okay, ich habe mir ganz am Anfang mein Team zusammengestellt. Und so bleibt es jetzt auch. Oh, ist das noch eine Ningguang? Cool. Cooli. So. Dann. Moment. Ballern wir da doch direkt mal rein. Nice. So. Wo ist denn eigentlich der nächste Fisch? Da hinten am Arsch der Welt. Sehr schön. Okidoki. So, Moment, ich muss mal gerade hier. So. Twitch macht hier wieder wilde Sachen. So. Dann haben wir da vorne auch eigentlich schon unseren Teleport. Ein Viewpoint haben wir auch noch. Schön, schön. After picking. You will score double points. Okay, dann nehmen wir das doch mal mit, wenn es geht. Perfekt, okay. So. Wo müssen wir hin? Da. So. So. Und damit haben wir es auch. Cool. Die nächste ist noch nicht offen. Ja gut. Dann sehen wir uns tatsächlich am Sonntag nochmal, um den Lantern Ride-Dings zu Ende zu spielen. Schade, schade. Das war eigentlich nicht so der Plan, aber was willst du machen, ne? So, dann haben wir noch den Kram hier. Oh, you may invite one character. Oh. Aha. Oh. Warte, das habe ich doch eigentlich, oder? Und den ganzen Kram. Oh Gott. Cool. Wenn ich das jetzt claime, sind meine Dinger weg? Dass ich das nicht mehr machen kann? Ja, fehlt mir noch. Ich glaube, den Rest habe ich. Also ich meine, ich könnte Gaming C6 machen. Aber ich könnte mir auch Yao holen. Das dürft ihr jetzt entscheiden. Also theoretisch würde ich sagen, lass mal lieber Yao nehmen. Aber das müsst ihr sagen.
Aber es ist ja nur, once your festive fever reaches 800. Das heißt, theoretisch dürfte ich dafür ja kein festive fever verlieren. Genau. Also sollte eigentlich beides gehen. Aber um sicher zu gehen, nehmen wir Yao Yao. Was kriege ich hier? Wow. Whammy Galaxy übrigens, danke für dein Follow. Voll gut. Ich habe es einfach voll nicht mitbekommen. Dankeschön. So, ich schaue gerade einmal hier rein. Schauen wir doch mal. So. Ich meine, gut, Yao Yao ist auch ein Support. Macht im Grunde jetzt nicht so einen Unterschied, ne? Nehmen wir Yao Yao, dann haben wir sie immerhin. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, ich nehme sie. Character Preview. Oh, das geht auch. Okay, cool. Sie hat einen Polearm. Süß. Na dann würde ich sagen, holen wir uns Yao Yao. Oder wie sieht... Warte. Constellation. Plunging Attack. Okay, Crit Rate bei 20% und Crit Damage 40%. Ist natürlich auch sick, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass ich Gaming nochmal eher irgendwie pulle. Lass mal Yao Yao nehmen. Are you sure you want to invite? You can only send an invitation once. Ja. Ja, komm, nehmen wir sie. Hello, I'm Yao Yao, a lowly disciple of the Adeptus Streetwear Rambler. It's a pleasure to make your acquaintance. If you encounter any difficulties outdoors, then let me help you. Oh, by the way, I brought some fried radish balls with me. Help yourself. Don't eat too many, though. Too much oily stuff is hard work for your body. If you're still hungry, I also brought a freshly washed radish and some vinegar. So I could make you a shredded radish salad if you want. Sie ist süß. Das ist doch cute. The hero's valor ripples through his robes. Das ist natürlich richtig Snoky. Of the bamboo groves. Süß. Das ist ziemlich cool. Genau. Und das restliche feste Fever-Zeugs bekommen wir wahrscheinlich am Sonntag. Genau. Cooli. Dann holen wir uns noch den Kram vom Battle Pass. Kann ich nicht einfach Claim All? Ja. Gott, Level 7. Claim All. Wunderbar. Und ich glaube, ganz viel mehr haben wir da noch erstmal gar nicht. Cool. Moment. Da sehe ich noch einen Teleport irgendwo. Wo auch immer wir hier hin müssen. Kannst du da hochklettern, bitte? So, in die Richtung müssen wir. Ah, da ist er. Hab ihn. So, cool. Ja, ich denke mal, damit werden wir für heute erstmal Schluss machen. Doch, würde ich sagen. Noch einmal auf die Map gucken. Ja gut, wenn ich die Teleports alle holen möchte, ich glaube, das mache ich halt lieber mit Maus und Tastatur. Honestly. Story ist halt immer cooler mit Controller, weil ich dann entspannter hier sitzen kann. Aber wenn wir tatsächlich was erreichen möchten in dem Spiel, dann
ist es, glaube ich, nicht so optimal. Ja, aber ich finde, dann haben wir heute schon einiges geschafft. Wie gesagt, ich wollte halt eigentlich das Lantern Ride-Ding durchziehen, weil ich halt nicht mehr so lange da bin. Aber dann müssen wir das wohl oder übel am Sonntag fertig machen. Oder vielleicht sogar Samstagvormittag. Je nachdem, wann das offen ist. Muss ich mal sehen. Wie gesagt, mal gucken, ob ich heute Abend nochmal Bock habe zu streamen. Oder halt morgen dann. Aber morgen auf jeden Fall. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Moment, kann ich die Kamera nochmal umschalten? So. So. Hi. Dann kann ich das auch hier rüberziehen. So, lalalala. Hi. So, ich bin hier. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr cool mit euch. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag. Wie gesagt, vielleicht, ganz vielleicht, heute Abend nochmal. Aber dann spätestens morgen. Habt einen schönen Tag, passt auf euch auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.